Wusstest du, dass viele Leute den Zahnarzt viel zu spät anrufen? Viele warten, bis der Schmerz schon richtig stark ist und sie kaum schlafen können. Total unnötig, oder? Ja, und noch was? Viele wissen gar nicht, was sie am Telefon sagen sollen. Dann wird man nervös, stottert ein bisschen und legt vielleicht sogar wieder auf. Kennst du das auch? Oh ja, 100%. Diese erste Hürde ist oft das Schlimmste. Also heute zeigen wir einfach mal, wie ein Anruf gut klappt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir trinken Kaffee und reden heute über den Zahnarzt anrufen ohne Panik, ganz entspannt. Genau, wir machen das Schritt für Schritt und auch ein bisschen mit Humor. Naja, soweit es bei Zähnen geht. Und wir teilen echte Erfahrungen, damit es wirklich praktisch ist. Erstmal, warum rufen Leute so spät an? Ich glaube, Angst spielt eine große Rolle. Angst vor Schmerzen, vor Kosten und auch davor, was der Zahnarzt sagt. Total. Und manche denken halt, der Schmerz geht schon weg. Aber das ist oft ein Fehler. Wenn eine Weisheitszahnecke entzündet ist, wird's meist schlimmer, nicht besser. Ja, genau. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen, jemand wartet wochenlang mit starken Schmerzen. Am Ende war es viel komplizierter und auch teurer. Das ist so schade, weil ein früher Anruf viel Stress spart. Also, wie bereitet man sich vor? Ganz einfach. Zettel und Stift, Kalender offen und kurz überlegen, was ist mein Problem? Seit wann, wo genau, wie stark ist der Schmerz? Und dann am Telefon ruhig sagen: Guten Tag, hier ist Julia Meier. Ich habe seit 3 Tagen Zahnschmerzen unten links. Haben Sie diese Woche noch einen Termin frei? So klar und freundlich ist perfekt. Ja, und wenn du unsicher bist, sag es einfach. Sowas wie, ich bin ein bisschen nervös, können Sie mir kurz erklären, wie es abläuft? Das ist völlig okay, finde ich. Viele fragen sich auch, was, wenn die Praxis voll ist? Dann bitte um eine Warteliste. Sag zum Beispiel: Können Sie mich anrufen, wenn jemand absagt? Ich bin flexibel. Das hilft oft echt viel. Nach dem fehlt oft echt viele, aber zaś Zustand das. Oh, und ganz wichtig, wiederhol die Zeit. Manchmal versteht man am Telefon Viertel drei oder halb drei nicht sofort. Also lieber, meinen Sie 14:30 Uhr, dann ist alles klar. Genau, und wenn es wirklich dringend ist, sag das deutlich. Sowas wie: Der Schmerz ist stark, ich kann nachts kaum schlafen. Das Wort dringend hilft, weil die Praxis dann besser einschätzen kann. Jetzt mal eine kleine Mini-Routine. Du rufst an, sagst deinen Namen, dein Problem und fragst nach einem Terminimal, dann fragst du nach der Dauer, nach den Kosten und ob du etwas mitbringen sollst, zum Beispiel alte Unterlagen oder Röntgenbilder. Röntgenbild heißt einfach: Ein Foto von deinen Zähnen mitstrahlen, damit man innen sieht. Wenn du schon eins hast, frag: Soll ich mein aktuelles Röntgenbild mitbringen? Das spart Zeit und manchmal auch Geld. Apropos Geld, das ist ja oft unangenehm. Du kannst einfach sagen, können Sie mir eine ungefähre Summe nennen oder gibt es einen Kostenvoranschlag? Das ist ein Papier, wo steht, wie viel es ungefähr kostet. Gute Idee. Und bitte keine Scheu nachzufragen. Viele machen den Fehler, dass sie still sind, obwohl sie etwas nicht verstehen. Ein Satz wie: Können Sie das nochmal einfacher erklären? Ist Gold wert. Ich habe noch was gelesen, manche denken, ein Röntgenbild zeigt immer alles. Aber das stimmt nicht immer. Manchmal übersieht man was selbst mit Technik. Eine zweite Meinung kann helfen, also ein zweiter Zahnarzt. Ja, das finde ich wichtig. Du kannst sagen: Ich hätte gern eine Zweitmeinung. Das ist normal und du hast das Recht darauf. Es geht um deinen Körper, deine Zähne, Punkt. Es gibt aber auch komplizierte Situationen. Ich habe von einer Geschichte gehört, da wollte eine Patientin die Praxis verlassen und der Zahnarzt hat sie irgendwie blockiert. Das ist natürlich gar nicht okay. Du darfst immer gehen, wenn du willst. Absolut. Wenn du dich unwohl fühlst, sei freundlich, aber klar: Ich möchte jetzt gehen, danke. Und wenn es heikel ist, na ja, dann gehst du halt wirklich. Im Notfall darfst du natürlich die Rettung 112 rufen, aber das ist sehr selten nötig. Jetzt mal zu Beziehungen. Es gibt oft Streit, wer den Anruf macht. Manche sagen, jede Person ist selbst verantwortlich. Andere sagen, hey, wir sind ein Team, ich helfe dir, wie siehst du das? Ich sag mal so: Unterstützung ist schön. Wenn mein Partner Angst hat, rufe ich auch mal an. Aber am Ende muss jede Person schon wissen, wie es geht. Sonst hängt man immer am anderen. Ich bin da ein bisschen strenger, ehrlich. Ich finde, man kann helfen, klar. Aber die eigene Gesundheit ist halt die eigene Aufgabe. Sonst wird's schnell unfair in der Beziehung. Ja, stimmt schon. Aber manchmal ist Humor auch gut.
Ich habe eine Story gelesen, da wollte der Verlobte nie helfen und später brauchte er plötzlich Selbsthilfe. Da hat sie gesagt, ja, jetzt machst du's mal allein. Irgendwie lustig und lehrreich. Haha, ja, das Leben ist gerecht. So noch ein Punkt Erreichbarkeit. In kleinen Städten gibt es manchmal zu wenige Ärzte. Dann sind Wartezeiten lang, Termine knapp. Das ist frustrierend, ich verstehe das total. Wenn das so ist, dann einfach mehrere Praxen anrufen. Frag nach freien Terminen auch in Nachbarorten. Und bitte, trag dich auf Wartelisten ein. Oft ruft dann doch jemand zurück, schneller als gedacht. Und wenn du Termine schwer bekommst, frag nach dem Notdienst. Am Wochenende gibt es meistens einen Zahnarztnotdienst in der Region. Die Praxis sagt dir, wo du anrufen kannst. Stimmt. Und wenn es wirklich akut ist, also starke Schwellung, Fieber, Unfall, dann nicht warten, lieber sofort Hilfe suchen. Schmerzen im Mund sind nicht nichts, die können echt fies werden. Kommen wir zur Sprache am Telefon. Viele sind unsicher, welche Wörter man nutzt. Hier ein kleines Beispiel. Du sagst, Guten Tag, hier ist Tim Braun. Ich habe seit gestern starke Schmerzen beim Kauen. Haben Sie heute oder morgen noch etwas frei? Und die Praxis könnte sagen, ja, wir haben morgen um 2:30 was frei. Dann sagst du, meinen Sie 14:30 Uhr. So bestätigt ihr die Uhrzeit, ganz ohne Missverständnis. Dann noch, wie lange dauert der Termin ungefähr? Und vielleicht, brauche ich meine Versichertenkarte und alte Unterlagen? Das sind super praktische Fragen, die einfach zeigen, dass du vorbereitet bist. Am Ende sagst du, könnten Sie mir die Adresse und den Termin bitte nochmal sagen? Ich schreibe es auf. Und dann liest du vor, was du notiert hast. Das ist total okay, das machen viele. Guter Punkt. Und wenn du eine Telefonnummer durchgibst, sag die Ziffern einzeln. Ja, Zahlen einzeln ist super. Und wenn sie dir was diktieren, wiederhole es. Lieber zweimal fragen, als einmal falsch kommen. Oh, und E-Mails. Du kannst fragen, können Sie mir eine Bestätigung per E-Mail schicken? Sag ruhig E-Mail, das versteht jeder. Oder die Praxis schickt eine SMS, auch gut. Viele verwechseln auch Termine. Sie hören nächsten Mittwoch und denken, es ist dieser Mittwoch. Frag lieber, meinen Sie den kommenden Mittwoch, also den mit Datum? Dann ist es eindeutig, zum Beispiel 8. Januar 2024. Was ich auch empfehle, schau alte Unterlagen durch. Vielleicht findest du Hinweise, wann der letzte Termin war oder was schon gemacht wurde. Das hilft und du klingst gleich informierter am Telefon. Ja, und das macht dich sicherer. Du kannst sagen, beim letzten Mal hatte ich eine Füllung oben rechts, das war im Sommer. Jetzt fühlt es sich wieder komisch an. Klare Infos sind super. Noch ein Fehler, den viele machen, sie ignorieren leichte Beschwerden. Aber dieses kleine Ziehen kann am Ende groß werden. Ruf lieber früh an und sag, es ist noch nicht schlimm, aber es nervt seit einer Woche. Dann bekommst du meistens einen normalen Termin ohne Stress. Und wenn du echt Angstpatient bist, sag das offen. Ich habe Angst, bitte erklären Sie mir jeden Schritt. Das wirkt. Viele Praxen sind darin gut und nehmen sich extra Zeit. Ein anderer Tipp, frag nach Pausen. Wenn es zu viel wird, können wir kurz stoppen. Das ist eine einfache Frage, aber sie gibt dir Kontrolle. Das beruhigt schon am Telefon. Stimmt. Und wenn du unsicher bist, ob du den Arzt richtig verstanden hast, sag einfach, ich fasse kurz zusammen, habe ich das richtig verstanden? Dann wiederholst du in deinen Worten. Das klärt so viel. Jetzt mal kurz zu Männern und Arztbesuchen. Ich habe gelesen, dass manche Männer lange nicht gehen aus, Stolz oder so. Leute, wirklich, das lohnt sich nicht. Kurz anrufen ist leichter als wochenlang Schmerzen. Und, Menia, Ja, und Prävention ist wichtig. Regelmäßige Kontrolle spart oft Geld und tut weniger weh. Man denkt, es ist nicht nötig, aber später ist es dann komplizierter. Wenn du einen Termin bekommst, schreib ihn direkt in den Kalender und stell dir eine Erinnerung im Handy, vielleicht einen Tag vorher und am Morgen. So vergisst du nichts. Und frag nach der Stornofrist. Bis wann kann ich kostenfrei absagen? Das ist wichtig, wenn du krank wirst oder etwas dazwischen kommt. Dann hast du keinen Stress mit Gebühren. Übrigens, wenn du einen schlechten Eindruck hast, darfst du wechseln. Eine andere Praxis, eine andere Meinung, alles erlaubt. Sag am Telefon einfach, ich suche eine Zweitmeinung. Können Sie mich beraten? Ganz normal. Und wenn du dich gedrängt fühlst, sag, ich möchte darüber noch nachdenken. Das ist eine gute Schutzphrase. Du bist Kundin oder Kunde, du darfst entscheiden. Noch eine kleine Beispielphrase, so als Übung. Guten Tag, hier ist Tim Braun. Ich habe seit 2 Tagen Probleme beim Kauen, vor allem links unten.
Gibt es einen Termin diese Woche und könnten Sie mir sagen, wie lange es ungefähr dauert? Klingt doch gut, oder? Ja, voll. Und die Antwort könnte sein, wir haben am Freitag um 10 Uhr was frei, der Termin dauert circa 30 Minuten. Dann sagst du, super, ich bin pünktlich da, bitte nennen Sie mir nochmal die Adresse. Fertig. Noch kurz zu Notfällen. Wenn die Lippe dick anschwillt, du Fieber hast oder es blutet stark, dann ist das dringlich. Dann sofort anrufen oder zum Notdienst. Und im Ernstfall, wie gesagt, die Rettung 112. Ich möchte noch was zur Kommunikation sagen. Manche Praxen sind am Telefon sehr knapp. Das ist manchmal Stress in der Praxis, nicht gegen dich. Bleib freundlich und ruhig, dann klappt es meistens besser. Wenn du am Empfang etwas nicht verstehst, bitte um klare Worte. Entschuldigung, könnten Sie das einfacher sagen? Echt, das ist nicht peinlich, das ist klug. Und wenn du nach dem Termin keinen klaren Plan hast, ruf nochmal an. Wie geht es weiter? Brauche ich einen Kontrolltermin? Es ist dein Recht, den Plan zu kennen. Eine Sache noch, schreib dir nach dem Gespräch kurz auf, was vereinbart ist. Uhrzeit, Adresse, Name der Person am Telefon. Wenn was unklar ist, hast du Notizen und kannst wieder anrufen. Oh, und kleine Sache, aber praktisch, wenn du nervös bist, üb den Anruf vorher laut. Sag 2, 3 Sätze, dann ist es am echten Telefon viel leichter. Guter Tipp. Und trink vorher einen Schluck Wasser, atme ruhig ein und aus. Klingt banal, hilft aber richtig. Also, ich glaube, wir haben jetzt echt viele Punkte. Früh anrufen, klar sprechen, nachfragen, Zeiten wiederholen und keine Angst vor Zweitmeinung. Klingt nach einem Plan. Ja, und noch der Bonus, wenn du gut vorbereitet bist, ist das Gespräch kurz und freundlich. Das spart dir und der Praxis Zeit. Wien, Wien, oder? Auf jeden Fall. Und wenn euch das heute geholfen hat, gebt uns gern einen Daumen hoch. Das motiviert uns mega und andere finden die Folge leichter. Und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr mehr solche alltagsnahen Deutschthemen wollt, schreibt uns auch, welche Telefonsituationen euch noch nervös machen. Dann üben wir das hier zusammen, ganz entspannt. Danke fürs Zuhören, passt gut auf euch auf und ruft ruhig früh beim Zahnarzt an. Eure Zähne werden es euch danken. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt gesund.